So, das war's auch schon. Ja, dann nimmt das Schicksal jetzt wohl seinen Lauf. Ich habe den Vaterschaftstest. Wie, so schnell? Das geht doch überhaupt nicht. Hey. Hey. Natalie, komm. Wirf dein Leben nicht einfach so weg. Es wird alles gut. Natalie, komm. Ich bring dich nach Hause. Ich will nicht mehr. Hey, es wird alles wieder gut, hörst du? Aber geh endlich von diesem Geländer weg. Bleib, wo du bist, dann spring ich. Ich habe Hannes auf dem Gewissen, meine Ehe. Freunde habe ich auch keine mehr. Ob ich mich zu Tode saufe oder in den Rhein springe, ist doch scheißegal. Natürlich hast du Freunde. Und wir sind für dich da. Wir wollen dir helfen. Aber du musst dir auch helfen lassen. Bleib stehen, ich springe! Dr. Lahnstein, ich bräuchte die Röntgenbilder von Herrn Braunstätter. Da sind sie ja. Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was hat Andi noch gesagt? Das habe ich dir doch schon 100-mal gesagt. Dann sag's mir noch mal. Dass er Ansgar scheiße findet. Richtig scheiße? Was weiß ich? Ja, wahrscheinlich. Und er glaubt echt, Ansgar hätte mir das Haus nur geschenkt, damit wir uns hier ungestört treffen können. Ist doch so, oder? Natürlich nicht. Aber es ist süß, wie eifersüchtig er ist. Also ich check bei deinen Männergeschichten langsam gar nicht mehr durch. Wieso? Ist doch ganz einfach. Also hast du doch was mit Ansgar? Nein. Was soll ich denn mit den peinlichen Grafen? Die Häuser überschreiben lassen? Das Haus, das war doch nur ein Abschiedsgeschenk von Ansgar. Ja, aber was hatte er dann stundenlang zu suchen? Naja, wir sind noch mal die Mängelliste durchgegangen. Du weißt schon, die Andi geschrieben hat. Ich lasse mir ja kein Haus schenken, wo ich nach 100.000 reinstecken muss. Ach ja, stimmt. Als Immobilienprofi hat man ja so seine Erfahrungen gemacht. Ja, eben. Ansgar wird das Haus natürlich noch in Ordnung bringen. Wo willst du hin? Ich glaube, ich muss da mal jemanden auf den neuesten Stand bringen. Denk doch auch mal an uns, deine Freunde. Was glaubst du, wie uns zumute ist, wenn es dich nicht mehr gibt? Ihr seid doch nur froh, wenn ihr mich los seid. Hey, wie kannst du sowas sagen? Ich mach doch sowieso nur Stress. Du weißt doch genau, dass das nicht stimmt. Wir würden uns unser Leben lang Vorwürfe machen, dass wir dir nicht geholfen haben. Weißt du, was ich glaube? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie wertvoll du für andere bist. Für Leonhard, für Carla, für mich und für Ansgar. Klar, für Ansgar. Ja, gerade für Ansgar. Er würde sich das nie verzeihen können, was er dir angetan hat. Natalie, mach keine Dummheit. Du bist ein so wertvoller Mensch. Wirf dein Leben nicht einfach weg. Bitte. Okay? Komm. Und dann legen Sie mir bitte noch das Dossier Teleschef raus. Ja. Nein, das wäre alles fürs Erste. Ich melde mich dann später noch einmal.
Leonard. Du hast das Ergebnis des Vaterschaftstests bekommen? Möchtest du darüber sprechen? Ich will mich nicht aufdrängen, aber manchmal tut es einfach gut, sich alles von der Seele zu reden. Schon gut, ich möchte einfach nur im Augenblick allein sein. Ja, natürlich. Sag mir bitte, was uns daran hindert. Du bist meine Schwester. Und außerdem ist diese ganze Idee total hirnrissig und idiotisch. Aber wir lieben uns. Oder willst du etwa behaupten, dass das alles... Das hier war ein Abschied. Ein Schlussstrich. Wir gehen von nun an getrennte Wege. Nein. Ich bin nicht dein Vater, Leonard. Dein Vater ist Adrian Degenhardt. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass Sie mich nur noch belästigen, wenn Sie wirklich wichtige Neuigkeiten haben? Ist das etwa keine wichtige Neuigkeit? Ich werde mich nicht mehr mit diesem Kotzbrocken treffen. Sie wollen die Beziehung mit Ansgar von Lahnstein beenden? Sofort. Und Ihre angebliche Schwangerschaft? Ich sag ihm einfach, wie es ist. Dass ich alles erfunden habe. Jetzt verstehe ich. Dieser Mörtelhorst, die hat sie wieder weich geklopft. Dieser Fritsche. Ich hatte Ihnen mehr Geschäftssinn zugetraut. Sie werden sich noch wundern, wenn Sie die Konsequenzen spüren. Oder auch nicht. Essen im Schneiders ist da nicht mehr drin. Aber ein Döner um die Ecke tut's ja auch. Ihre Lieblingsboutiquen auf der Köhe? Adieu. Aber im Sommerschlussverkauf auf dem Wühltisch findet man ja auch ganz schöne Polyestersachen. Mein Gott, muss Liebe schön sein. Kennen Sie den Basislohn eines Bauarbeiters? Nicht gerade üppig. Das Leben wird immer teurer. Vor allem die Nebenkosten. Die Stromrechnung ist seit 3 Monaten nicht bezahlt. Das Telefon wollen sie uns auch sperren. Vor lauter Schulden wissen Sie nicht mal, wovon Sie Lebensmittel kaufen sollen. Wo ist mein Bier? Unser Konto ist gesperrt. Ich konnte nichts einkaufen. Scheiße! Und das alles nehmen Sie natürlich gerne in Kauf. Im Namen der Liebe. Wo willst du denn hin? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. In ein paar Wochen haben Sie eine Fehlgeburt. So richtig schön dramatisch. Ich bin sicher, Graf Lahnstein wird Sie über diese schreckliche Erfahrung hinwegtrösten mit einem, sagen wir mal, Schmerzensgeld. Und mit dem Geld können Sie dann ein sorgenfreies Leben mit Ihrem Bauarbeiter führen. Was wollen Sie mehr? Jana. Was machst du denn hier? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Entschuldige, aber was machst du? Ich meine, wie kommst du denn hierher? Ist alles in Ordnung? Ja, klar, alles okay. Ich bin nur ein bisschen schnell das Treppenhaus raufgerannt. Spinner. Ja, und zu wem willst du? Also eigentlich wollte ich zu Gregor. Du kannst wenigstens so tun, als würdest du dich freuen, dass du mich siehst. Na, hör mal, was redest du denn da? Natürlich freue ich mich. Gregor ist unter der Dusche.
Aber komm doch auf einen Kaffee mit rein. Ich bin mir sicher, da gibt es noch jemanden, der sich freut, dich zu sehen. Hallo, Leonard. Soll ich dir ein Bad einlassen? Im Moment nicht. Hey, ich koche uns was. Danke, ist alles gut so. Hier. Du machst vielleicht Sachen. Jetzt belästige ich dich auch noch mit sowas. Ach Quatsch, so war das doch gar nicht gemeint. Hauptsache, ich habe dich noch rechtzeitig gefunden. Woher wusstest du eigentlich, dass ich... Susanne hat mich angerufen, nachdem du bei ihr am Taxistand warst. Ich hatte die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Jedenfalls konnte ich nicht glauben, dass du Düsseldorf verlassen hast. Wer sagt das denn? Degenhardt. Adrian? Willst du mir sagen, was zwischen euch vorgefallen ist? Nur wenn es okay ist. Der hat mich nur benutzt, um sich an Ansgar und Johannes zu rechnen. Ich hab's nicht gemerkt. Ich bin so ein Schaf. Von wegen, er liebt mich und will Kinder mit mir. Dieses miese Arschloch. Er hat mich im Hotel festgehalten, gefesselt und geknebelt. Was? Wieso das denn? Einfach so. Um mich zu quälen, um mich zu demütigen. Dieser Kerl ist zu krank, den werde ich mir mal vorknöpfen, aber so richtig. Warte. Ich habe ihn fast umgebracht. Wie bitte? Da gibt's noch viel mehr, was du nicht weißt und was du mir wahrscheinlich auch niemals zutrauen würdest. Jetzt ruhe dich erstmal aus. Das ist viel wichtiger. Okay? Aber wir holen die Hochzeitsreise nach, ganz sicher. Oder, Leonard? Hallo, jemand zu Hause? Oh, entschuldige bitte, was? Ich habe gesagt, dass wir die Hochzeitsreise nachholen. Spätestens zur goldenen Hochzeit. Ja, klar, versprochen. Was ist denn hier los? Großer Hochzeitsrückblick? Komm, setz dich zu deiner Süßen. Hm? Wolltest du Gregor nicht was fragen? Ist nicht so wichtig. Sicher? Ja. Was ist denn los mit dir? Du bist die ganze Zeit so komisch. Hat es was mit Degenhardt zu tun, weil er wieder gegen deinen Vater intrigiert? Was will dieser Kerl denn jetzt schon wieder? Das willst du gar nicht wissen. Und ob? Johannes ist schließlich auch mein Vater. Also worum geht's? Johannes möchte das alles nicht an die große Glocke hängen. Deshalb habe ich ihm versprochen zu schweigen, okay? Was ist? Wollen wir nicht mal wieder was unternehmen? Super. Hast du schon eine Idee? Ja, also ich hätte eine wie, wär's denn mit Minigolfen? Minigolfen. Warum nicht? Was meinst du? Ja, toll. Hi. Und tschüss. Können wir noch mal reden? Über die Vorteile eines adligen Zuhälters? Sorry, aber da hast du, glaube ich, mehr Erfahrung drin. Das mit Ansgar ist vorbei. Ach, hat der Pornograf dich also abserviert? Wer zahlt dir denn jetzt den Tequila? Ich habe die Affäre beendet. Dann ruf doch zur Abwechslung mal wieder den Konstantin an. Ich bin mir sicher, er ist genauso großzügig wie sein Bruder. Andi, ich will weder was von Konstantin noch von Ansgar. Aber hast du nicht Lust, vielleicht morgen unsere Motorradtour nachzuholen? Ein bisschen ins Grüne fahren, Picknick, chillen und so weiter. Wenn du plötzlich deine Liebe zur Natur entdeckt hast, leih ich dir gerne mein Fahrrad. Ich habe morgen keine Zeit. Mann, Coco, ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ich find's super, dass Andi das jetzt durchzieht. Danke, Nico, ganz toll gemacht. Kriegst du bitte kein Fernweh, wenn du ihre Karten liest? Ich schon. Ach
komm, nicht weinen. Ich schreibe euch mindestens genauso oft. Ich find's nur scheiße, dass wir uns dann schon wieder einen neuen Mitbewohner suchen müssen. Über was redet ihr eigentlich? Von Leuten, die sich ihren Traum verwirklichen wollen, Olivia. Andi hat keinen Bock mehr auf uns. Er fliegt nach Südamerika und fährt mit seinem Motorrad die Panamerikaner runter. Für wie lange denn? Mit 1, 2 Jährchen musst du schon rechnen. Was? Dann nenn mir einen Grund, warum ich hierbleiben sollte. Eben. Du fühlst dich unwohl wegen des Vaterschaftstests. Ja, natürlich. Hast du schon mit Leonard darüber gesprochen? Nein. Und da er den Laborbefund wahrscheinlich schon kennt, kann ich mir auch denken, wie er ausgefallen ist. Wie ich vermutet habe. Er kennt das Ergebnis und will damit erst mal allein ins Reine kommen. Er braucht dich jetzt. Ich bin in der Bibliothek. Hallo, Leonard. Vater. Ja, und dann muss sie noch mal zu Fuß unterwegs gewesen sein. Jedenfalls ist sie auf dem Weg angefahren worden. Man hat sie erst heute Morgen im Straßenrand gefunden. Und der Fahrer, der hat Fahrerflucht begangen. Ich meine, was ist das für ein Mensch, der so etwas tut? Hey, hey! Hey, psch. Es ist alles in Ordnung. Du bist hier bei uns in der Wohnung und hast nur schlecht geträumt. Wo ist Lars? Der ist nur noch mal schnell weg. Er kommt gleich wieder. Ich soll dir ausrichten, dass alles in Ordnung ist. Du wirst es nicht glauben, Tanja, aber diese Irre hat tatsächlich versucht, mich zu überfahren. Legen Sie auf. Ich melde mich später wieder. Leidet Frau Kübler wieder unter ihrer alten Blasenschwäche oder haben Sie meine Sekretärin ausgenockt? Der Empfang war nicht besetzt. Und wenn hier jemand zu Gewalt neigt, dann evaluiere Sie. Ich habe das Gefühl, wir zwei werden noch richtig dicke Freunde, Herr Oberstaatsanwalt. Ja. Das lachen wir Ihnen noch vergehen. Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Damit bringe ich Sie vor Gericht. Da können Sie Gift aufnehmen. Natürlich können Sie das alles beweisen. Sie haben Ihre labile Verfassung ausgenutzt, um sich an der Familie Lahnstein zu rächen. Damit haben Sie sie fast in den Selbstmord getrieben. Unkraut vergeht nicht, das ist doch bekannt. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Ja, weiter, weiter, weiter. Auch wenn die Anklage gegen Sie fallen gelassen worden ist. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Schwester angefahren haben. Ein klarer Mordversuch. Natürlich können Sie auch das beweisen. Worauf Sie sich verlassen können. Da bin ich aber gespannt. Ich habe da nämlich ganz andere Informationen. Wir sehen uns vor Gericht. Und ich schwöre Ihnen, ich werde alles, wirklich alles dafür tun, dass Sie Ihre gerechte Strafe bekommen. Dann fragen Sie doch mal Nathalie von Lahnstein, ob es nicht endlich an der Zeit wäre, Ihnen die ganze Wahrheit zu sagen. Natürlich habe ich bis zum letzten Moment gehofft, dass es wieder nur eine von Degenhardts Intrigen ist. Aber ausgerechnet diesmal hat er die Wahrheit gesagt. Leonard, wir werden der Realität ins Auge sehen müssen. Und lernen, mit ihr umzugehen. Wie meinst du das? Wir werden die anderen einweihen müssen. Deine Geschwister, Elisabeth, Jana. Nein. Was heißt nein? Nein heißt, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand erfährt, wer mein Vater ist. Aber Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren, besonders Jana.
Jana ist glücklich mit mir. Und ich bin glücklich mit Jana. Warum soll sich daran also irgendwas ändern? Willst du, dass sie es durch einen Zufall erfährt? Durch Degenhardt oder Nathalie? Früher oder später wird Degenhardt sein Wissen ausnutzen, mit unabsehbaren Konsequenzen. Willst du das wirklich riskieren? Das muss ich dann wohl. Verstehst du mich denn nicht? Ich möchte nicht, dass sich irgendetwas in meinem Leben ändert. Es ist gut so, wie es ist, und genauso soll es auch bleiben. Bist du dir sicher, dass du dir da nicht etwas vormachst? Du bist zwar nicht mein biologischer Vater, aber du bleibst mein Vater, solange ich lebe. Und daran ändert sich schließlich auch nichts. Hey, alles okay bei dir? Klar, wieso? Voll krass, dass Andi abhaut, oder? Mir doch egal. Das hat sich gestern Abend aber ganz anders angehört. Das wüsste ich ja wohl, oder? Ja, wie du meinst. Ich find's scheiße. Ich lass dich nicht gehen, Andi Fritsche. Das kann ich nicht. Ich lieb dich doch so. Hallo Lars. Hey. Hallo. Auch einen Kaffee? Später vielleicht. Ach, da fällt mir ein, ich habe noch Inventur im Sportladen. Ich muss weg. Vielen Dank nochmal für alles. Ja, schon okay. Wo warst du denn? Christian meinte, du müsstest was Dringendes erledigen. Stimmt. Lars, was ist denn auf einmal los mit dir? Du bist so komisch. Ich war bei Degenhardt. Was wolltest du denn bei Adrian? Er hat mir ein paar merkwürdige Dinge gesagt. Was sind für Dinge? Ich sollte dich fragen, wann du mir endlich die ganze Wahrheit sagen willst. Nathalie, was hat er damit gemeint? Was verheimlichst du mir? Ich hab Charlie fast totgefahren.